Und dann, ich musste entscheiden, mache ich jetzt weiter oder gehe ich hier Aufbau nach der Erkrankung. Ich bin jetzt auch 2 Wochen vorher nicht mehr so trocken, wie ich vorher war. Einfach um aufzubauen, ja. Also ich baue momentan höllisch auf. Wo ihr das Gewicht in eurer Hand positioniert, hat einen enormen Unterschied. Beim Brusttraining ist es so, dass ihr tendenziell aus der internen Rotation mit dem Punkt direkt am Daumen drücken wollt. Ja? Das heißt hier. Wichtig ist aber, dass ihr jetzt nicht einfach nur so drückt und die restliche Hand in der Luft hängt, sondern die perfekte Abfragefläche fürs Drücken ist einmal hier auf dem Handballen und dann hier so nah wie möglich am Daumen vorbei. Genau, unglaublich wichtig bei solchen Geräten ist, wie ihr rein und rauskommt. Ich merke das immer wieder bei Klienten, die ich im Personal Training habe. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel man da falsch machen kann und wie viel euch das letztendlich auch an Potenzial kostet. So, jetzt dachte ich, heute ist die Kamera dabei, kann ich mein Stativ hier am Schrank lassen, aber nichts ist. Warum ich das Stativ ja auch eigentlich verwende ist, A, meine Wiederholung zu zählen, weil ihr glaubt gar nicht, wie oft im Satz ich mich verzähle und dann hinterher im Leben nicht sagen könnte, wie viele Wiederholungen ich gemacht habe. Um da die Progression zu tracken, gucke ich mir die Sätze hinterher immer noch mal an und vor allen Dingen auch, um immer noch mal zu checken, ob alles gut gelaufen ist von der Ausrichtung her. Denn ihr wisst, wie es ist, wie sich was anfühlt und wie es am Ende aussieht, sind 2 komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Und in dem Sinne immer gegenchecken. Videomaterial ist ein so wertvolles Feedback-Tool, was ihr nutzen könnt, um euer Training dementsprechend in die richtige Richtung zu entwickeln. Und egal wie weit ihr seid, geht immer davon aus, es kann auch besser werden. Das mache ich nämlich in dem Sinne auch. Und werde jetzt hier meinen nächsten Satz auch erstmal filmen. Ihr werdet lachen, Freunde, aber momentan gibt es genau eine Übung, die ich für die Schulter mache, und das ist diese hier. Keine Rotation, keine anderen Übungen. Die Übung mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis für mich und vor allem wieder mit neuem Spielzeug. Ich bin gerade dabei, für euch fleißig wieder Prototypen zu testen. Für die Handschlaufen von Level gibt es jetzt hier ein Erweiterungsmodell. Die sind noch nicht ausgereift. Ist wirklich jetzt erstmal nur ein Prototyp. Ihr seht schon, dass es mehr als stümpermäßig hier alles zusammengenäht. Wir hatten noch erst überlegt, eine Version zu machen, wo man dann halt hier dementsprechend die Finger so reinmachen kann, um das Ganze zu stabilisieren. Also ihr seht schon, wir lassen uns ordentlich was einfallen, um die Dinger noch besser zu machen und vor allen Dingen über den Handrücken führen zu können. Denn letztendlich müsst ihr euch immer vor Augen rufen, bei Seithebevariation, je weiter ihr das Gewicht nach außen bringt vom Schwerpunkt, also vom Ellbogen weg Richtung Hand, desto mehr werdet ihr auch in der Lage dazu sein, das Schulterblatt in die Protraktion zu bringen und aufzumachen, den Trapez rauszunehmen. Aber das muss natürlich auch möglichst stabil vonstatten gehen, denn wenn das Ding irgendwo hier vorne bei den Fingern ist, werdet ihr natürlich keine Kraftübertragung haben. Deswegen ist hier immer ein sehr, sehr guter Punkt, direkt hier am Handrücken, wo man das drüberlegen kann. Und um dahingehend halt einfach ein Tool zu schaffen, was noch geiler funktioniert, bin ich hier gerade ordentlich am Testen. Oh. Ansonsten seht ihr schon, ich bin auch nicht aus der Puste, wie sich das gehört. Und eine zweite Sache, die unglaublich wichtig ist, hier die gelbe Linie, die ich immer mal wieder in regelmäßigen Abständen hier hinzufüge. Das ist ganz einfaches Gewebeband. Bekommt ihr im Baumarkt für ein paar Euro von Tesa und sorgt dementsprechend dafür, dass meine Bank jedes Mal in der gleichen Position steht. Vergleichbarkeit ist so unglaublich wichtig und die Hebelverhältnisse ändern sich ja maßgeblich, wenn die Bank jetzt 5 cm weiter hinten oder vorne steht, weil ihr dementsprechend eine andere Lastkurve habt. Und um da wirklich dafür zu sorgen, dass ihr A, nicht so viel Zeit verschwendet, jedes Mal die Bank hin und her auszurichten und vor allen Dingen auch eure Leistung vergleichen könnt zum letzten Training, habe ich hier einfach mal, wie gesagt, diese Markierung abgemessen, mir in 20 cm Schritten die Markierung gemacht, dass ich für verschiedene Übungen immer die beste Position habe und so nicht nur Zeit spare, sondern auch wieder möglichst effizient bin. Das war der Einstieg ins Training. Schultern sind durch und jetzt geht es mit Brust weiter.
Brusttraining. Schultern sind durch. Schultern mache ich vor allen Dingen deshalb als allererste Übung im Training, weil ich da am meisten aufholen muss und weil es mir im restlichen Training keine Performance klaut. Das heißt, die Y-Rises am Kabelzug, die ihr gesehen habt, sorgen jetzt nicht dafür, dass bei irgendeiner der folgenden Übungen ich Performance abgeben muss. So, zweite Schwachstelle, Brust. Dementsprechend legen wir jetzt damit los. Die Gymneko Brustpresse oder generell Bankdrückmaschine, wie auch immer, die eignet sich besonders gut fürs enge Bankdrücken, weil ihr da die Griffe habt, die ihr dementsprechend hier gewinkelt einstellen könnt, um dann dementsprechend auch in einem engen Drückverlauf zu agieren, der mit euren Strukturen vereinbar ist, was bei einer Langhantel oftmals nicht so richtig geht. Aber ich nutze sie jetzt hier vor allen Dingen auch fürs Brusttraining. Auch wenn sie nicht konvergiert, kann man sie mit den richtigen Manipulationen definitiv zum Laufen bekommen. Vielleicht auch ein guter Punkt für euch, das in euer Training zu übertragen, wenn ihr auch keine guten konvergierenden Brustpressen habt, sondern nur Multipresse, Langhantel oder auch Brustpressen, die gerade nach vorne verlaufen. Es gibt ja im Studio eigentlich eine sehr, sehr gute konvergierende Brustpresse, die auch einen Verlauf nach unten hat, um mittlere und untere Fasern gut zu erwischen. Die ist aber gerade kaputt, deswegen war ich ein bisschen am Rumexperimentieren, wie ich für Ersatz sorgen kann und bin jetzt mittlerweile echt happy, dass ich sie zum Laufen gebracht habe, weil mit ein paar Modifikationen läuft sie doch sehr, sehr gut. Die erste Sache, die ich gemacht habe, ist, hier das Polster zu befestigen, um dementsprechend dafür zu sorgen, komm auf die Seite, dass man das von der Seite sieht, den Zugwinkel zu verändern. Ich bringe meinen Unterkörper nach vorne und meinen Oberkörper nach hinten und erreiche damit sozusagen einen mehr negativen Winkel, indem ich mehr so ausgerichtet bin. Das kann ich natürlich auch ohne Polster machen. Problem ist da einfach nur wieder die Stabilität. Wenn mein Rücken irgendwie frei in der Luft hängt, bin ich bei weitem nicht so stabil und habe nicht den größten Output, als wenn ich das Polster hier hinmache und damit einfach sozusagen mir selber den Winkel der Plattform verändere und hier richtig schön gegendrücken kann. Denn die Maschine läuft in einem Bogen nach unten. Das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Aber dafür müsst ihr die Scheiben abräumen, vergesst es. Die hat einen Verlauf nach unten. Es gibt zwei Arten von Brustpressen. Die einen, die laufen nach unten und die anderen laufen eher nach oben. Und das ergibt sich halt so, dass ihr verschiedene Faseranteile ansprechen könnt. Idealerweise habt ihr beide Varianten mit drin. Eine, die eher Richtung oben verläuft. Das können auch viele gerade Brustpressen sein. Die konvergierende von Gym 80 zum Beispiel. Die verläuft auch eher nach oben oder auch die Nautilus Nitro. Die haben so einen Bogenverlauf, dass sie dann irgendwo oben ankommen. Weshalb ihr dann doch eher, auch bei einem flachen Bankwinkel, tendenziell eher die oberen Fasern erwischt. Und dementsprechend, um da ein gutes Verhältnis von den beiden Drückbewegungen zu bekommen, würde ich euch empfehlen, eine mit dem Verlauf nach unten, eine mit dem Verlauf nach oben, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das ist jetzt eine, die halt nach unten läuft, was ich dann noch zusätzlich damit verstärke, dass ich hier das Polster in meine Negativposition bringe. Zweite Sache ist eure Handposition. Unglaublich wichtig im Brusttraining, ihr habt es jetzt auch schon im Bizepstraining mitbekommen in anderen Videos, wo ich den Tipp mal gegeben habe, wo ihr das Gewicht in eurer Hand positioniert, hat einen enormen Unterschied und macht eine große Auswirkung auf das, was letztendlich hinterher angesprochen wird. Beim Brusttraining ist es so, dass ihr tendenziell aus der internen Rotation mit dem Punkt direkt am Daumen drücken wollt. Ja? Das heißt hier. Wichtig ist aber, dass ihr jetzt nicht einfach nur so drückt und die restliche Hand in der Luft hängt, sondern die perfekte Abfragefläche fürs Drücken ist einmal hier auf dem Handballen und dann hier so nah wie möglich am Daumen vorbei. Das heißt, das Ganze würde dann in der Praxis so aussehen, dass die Hand nicht gerade ist, sondern dass ihr die Hand so ein bisschen nach innen rotiert sozusagen, um die äußere Handkante nach oben zu schieben. Ihr seht schon, ich bin hier so nah wie möglich am Daumen und lege dann hier den weiteren restlichen Griff auf den wirklich fleischigen Part der Hand hier am Äußeren, dass ich auch die beste Fläche habe. Ihr könnt jetzt alle zu Hause mal den Test machen an der Tischkante oder so. Drückt mal so gegen, also nur mit den Fingern und drückt mal wirklich einmal mit dieser Fläche gegen. Und dann sagt mir mal, wo ihr mehr Kraftübertragung habt. Ihr werdet sofort spüren, hier passiert gar nichts, es tut einfach nur das Handgelenk weh. Wenn ihr aber so gegen drückt, habt ihr natürlich einen riesen Output, den ihr erzeugen könnt. Und das wollen wir uns natürlich auch im Brusttraining zunutze machen. Dafür muss aber die Handpositionierung mitspielen, denn in 90% der Fällen passiert Folgendes. Die Leute greifen einfach, so wie es sich gut anfühlt, und dann macht mal eure Hand auf und guckt mal. Ihr seid wahrscheinlich eher hier in dem oberen Part. Denn so wie es sich anfühlt, ihr müsst so ein bisschen um die Ecke denken. Ihr müsst nicht gucken, wie es sich gut anfühlt, wenn ihr einfach greift. Ihr müsst gucken, wie es sich gut anfühlt, wenn ihr drückt. Ne? Und oftmals müssen wir auch noch ein Gewicht rausheben oder in der Multipresse drehen und so weiter. Und da wird es dann schon tricky, das Ganze so zu steuern, dass ihr dann beim Drücken auch in dieser perfekten Position ankommt, die ich euch gezeigt habe. Das heißt, leichte interne Rotation auf den äußeren Ballen der Hand schieben, trotzdem aber dann mit diesem Part hier drücken, dass ihr sozusagen in die interne Rotation geht und den Ellbogen auch wirklich reinbringt. Wenn ihr euch zu stark auf diesen Part hier konzentriert, werdet ihr doch den Trizeps wieder sehr stark mit einbeziehen.
was bei engen Drückvariationen, wie zum Beispiel dem Trizepsdrücken jetzt JM Press, enges Bankdrücken und so weiter hilfreich sein kann. Aber in dem Fall würde ich euch dann doch empfehlen, die Ablagefläche komplett zu wählen, dann aber in den inneren Teil der Hand zu shiften, um eure Drückübung sozusagen in diesem Maße auszuführen. Auch wenn der Griff gerade nach vorne geht, könnt ihr ja, je nachdem in welche Richtung ihr eure Hände schiebt, Druck ausüben und ihr wollt halt sozusagen diesen Druck, um die Fasern der Brust zusammenzubringen. Übung Nummer 2 im Brusttraining. Jetzt hier die schräge Brustpresse von Iconic, die wirklich sehr schön konvergiert im Vergleich zu der Gymleco-Presse. Und jetzt hier damit nochmal den zweiten Drückwinkel abdeckt, dass ich einmal einen Verlauf nach unten habe, einmal einen Verlauf nach oben. Und das war es jetzt auch tatsächlich schon mit dem Brusttraining. Jeweils einen Satz, der aber auf jeden Fall gesessen hat. Die gleichen Grundprinzipien finden Anwendung, dass ich auch hier wieder mit der Handpositionierung spiele, ne, auf die richtige Handfläche zu legen und auch dann über die interne Rotation nach innen zu führen. Denkt vor allen Dingen auch bei Drückbewegungen daran, euch eine fliegende Bewegung vorzustellen. Das heißt, während ihr das Gewicht nach oben drückt, denkt ihr nicht, ihr schiebt es nach vorne, sondern ihr denkt, ihr schiebt euren Ellbogen nach innen. Ja? Und dass ihr wirklich auch die Brust bekommt und dann nicht wieder alles aus dem Trizeps drückt. Mit diesen kleinen Manipulationen, Handpositionen, an was ihr denkt, ob ihr die Hand leicht innen oder extern rotiert habt, könnt ihr schon eine ganze Menge schieben und Geräte fühlen sich auf einmal ganz, ganz anders an, weil ihr da vielleicht einfach nur noch nicht die richtigen Positionierungen für euch gefunden habt. Ansonsten ganz, ganz wichtig, bei Brustpressen jeglicher Art die Einstiegshilfe. Ihr habt es gesehen, der Levelblock hier, den habe ich gerade schon bei der anderen Presse verwendet, bei der jetzt auch wieder, aber auch bei vielen Rückengeräten tatsächlich oder grundsätzlich allen Maschinen, wo ihr Probleme habt, richtig reinzukommen. Bei den beiden Modellen wäre es jetzt hier der Fall. Entweder ich kugel mir die Schulter aus oder ich stelle das Ding so hoch ein von der Einstellung, dass ich unten immer gegenschlagen würde und dann limitiert wäre. Und so setze ich einfach den Klotz rein. Der Klotz fällt raus, wenn ich das Gewicht leicht anhebe. Und somit starte ich in der perfekten Position, wo ich schon meine Stabilität aufbauen kann und nicht meine Schulter irgendwie überdehne oder ähnliches. Und habe dann keine Abzüge meiner Satzqualität. Wie gesagt, auch im Rückentraining unglaublich wertvoll, weil komm mal mit, ich zeig dir das mal. Hier die Gymleco-Maschine zum Beispiel, ich komme gar nicht an den Griff ran. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Zughilfe schön festmachen will, um mich gut zu positionieren, müsste ich mich jetzt extrem verrenken und hier die perfekte Position aufgeben und dann auch aus einer gedehnten Position hier das Gewicht irgendwie raus befördern. Da kann ich jetzt auch einfach den folgenden Trick machen. Hier die Einstiegshilfe rein. Jetzt kann ich ganz easy meine Zughilfe festmachen. Ich bin schon in der perfekten Position. Und wenn ich jetzt leicht anhebe, fällt die Einstiegshilfe raus und ich kann halt sozusagen in meinen Satz gehen, ohne hier wieder irgendwelche Verletzungen zu riskieren. Also von dem her, falls ihr die Dinger noch nicht abgecheckt habt, holt es mal ordentlich nach. Bei Level werdet ihr versorgt. Egal ob Handschlaufen, Zusatzgewichte, Pins oder jetzt auch die brandneuen Microplates. Bei Level im Shop findet ihr wirklich für jede Muskelgruppe sinnvolle Tools, die es euch ermöglichen, noch mehr aus den einzelnen Muskelgruppen rauszuholen. Mit dem Code Danny spart ihr auf das komplette Equipment immer den maximalen Rabatt und sorgt gleichzeitig dafür, dass ich mehr Möglichkeiten bekomme, hier noch mehr Videos für euch zu produzieren. In dem Sinne, haut ordentlich rein, bringt euer Training nach vorne und viel Spaß weiterhin beim Video. So, hier gönne ich mir jetzt noch mal einen Aufwärmsatz oder einen Aktivierungssatz, wie auch immer man will. Der Trizeps ist ja theoretisch warm von den Drückbewegungen, aber bei verschiedenen Bewegungsmustern, gerade wenn ihr die noch nicht so lange drin habt oder irgendwas verändert habt oder so, ist es sehr ratsam, noch mal einfach ein paar Wiederholungen durchzugehen, um einfach wieder die Koordination zu schulen und das Bewegungsmuster abzurufen. Ihr kennt das alle selber, dass oftmals sich der zweite oder dritte Satz besser anfühlt als der erste. Das kann halt dementsprechend daran liegen, dass ihr noch nicht vom Nervensystem oder von der Koordination her so auf die Bewegung eingespielt wart, wie es eigentlich hätte sein müssen, um dann wirklich alles rauszuholen. Bei der Iconic Brustpresse unten zum Beispiel habe ich keinen weiteren Aufwärmsatz gemacht. Dann bin ich direkt nach der ersten Brustpresse direkt in die zweite gesprungen, weil ich die Maschine schon so lange mache und das Bewegungsmuster so sicher drin habe, dass ich da keinen Vorteil gehabt hätte, sondern wieder nur Ressourcen und Zeit verschwendet hätte, wenn ich da einen weiteren Aufwärmsatz zwischengeschoben hätte. Das heißt immer nach Bedarf, je nachdem wie weit ihr schon seid in eurem Training und wie viel Kapazitäten ihr habt, denn ihr müsst euch immer so vorstellen, ihr habt keine Ahnung, 100 Wiederholungen im Training zur Verfügung, mal jetzt plakativ angenommen. Und jede einzelne dieser Wiederholungen fortschreitend wird dazu führen, dass alle anderen Wiederholungen hinten raus leiden. Denn ihr habt ja nur bestimmten Tank sozusagen und der leert sich die ganze Zeit während des Trainings. Und je mehr ihr macht, auch in der Form von Aufwärmsätzen oder irgendwelchen anderen Blödsinn, wenn ihr irgendwas ausprobiert oder hier durchs Studio rennt,
verballert das alles Energie, die sich dann letztendlich wieder so bemerkbar macht, dass sie hinten raus im Training fehlt. Gerade beim Oberkörpertraining, wenn ihr wirklich den gesamten Oberkörper in einer Einheit abdecken wollt, gilt es natürlich auch hier wieder schlau zu planen und zu strukturieren, wie ihr so ein Training aufsetzt. Denn bestimmte Sachen werden hinten runterfallen. Ne? Ganz klar, die Muskelpartien, die ganz hinten stehen, werden bei weitem nicht so einen Output abbekommen wie die am Anfang des Trainings. Deswegen habt ihr auch gesehen, starten wir mit Schultern, Brust, jetzt den Trizeps, das heißt eher meinen Schwachstellen. Und machen dann erst mit dem Rücken weiter, der bei mir tendenziell stärker entwickelt ist und dann auch dementsprechend ein bisschen leiden kann. Wenn ihr eine ausgeglichene Entwicklung anstrebt, könnte man es auch so strukturieren, dass man an den einen Oberkörpertag erst mit den Drückbewegungen anfängt, an dem anderen erst mit Rückenbewegungen und so weiter. Je nachdem, wie eure Stärken, Schwächen da verteilt sind, aber da die bei mir ziemlich offensichtlich sind, ist bei mir klar, was zu tun ist. Genau, in dem Sinne habe ich mich jetzt einmal koordiniert. Jetzt wird einmal durchgeschnauft und dann geht es hier ab. Witzige Geschichte zu dem Gerät. Schon tausendmal im Internet gesehen. Dachte mir mal, was für eine geile Konstruktion. Aber natürlich keine Möglichkeit, das Ding auszuprobieren. Nach meinem NRW-Trip bin ich im Maschinenhaus vorbeigefahren. Unglaubliches Studio. Liebe Grüße an Stefan, der das Ding mit Herzblut leitet. Und da stand die Maschine. Und ich dachte, geil. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, konnte sie endlich mal probieren. Dachte mir, was für ein Bewegungsablauf. Weil sie macht im Prinzip alles das, was der Nautilus Pro dann macht, aber noch ein Stück besser, alleine durch das Brustpolster, was man auch hier komplett individuell wieder verstellen kann und so weiter. Mit den ganzen Möglichkeiten, gute Möglichkeit sich festzuhalten, auch auf der richtigen Höhe und so weiter, bietet genau diese ganzen Vorteile, was die anderen Hersteller mal liegen lassen und dann dementsprechend Potenzial auf der Strecke lassen. Ich komme wieder aus dem Maschinenhaus, total happy, das Ding probiert zu haben. 2 Wochen später steht das Gerät hier. Ich dachte, ich flippe aus. Richtig, richtig geile Verbesserung jetzt hier im Studio. Das Invictus lässt sich ja sowieso nicht lumpen, hier immer neue Schätze an den Start zu bringen, aber da habe ich mich besonders darüber gefreut. Mittlerweile auch der einzige sagittale Zug, den ich hier in meinem Training gerade durchführe. Also ihr merkt schon von der Übungsauswahl, was ihr heute gesehen habt, ist das Ganze sehr begrenzt. Ich mache jetzt nicht irgendwie 3, 4 Rotationen oder so, sondern ich nehme wirklich die Übungen raus, die für mich gut sitzen. Das sind nämlich tendenziell mal sehr, sehr wenige. Gerade einfach auch durch meine strukturellen Gegebenheiten, dass ich in viele Maschinen nicht so gut reinpasse oder da nicht wirklich die Bewegungsabläufe durchführen kann, die ich eigentlich bräuchte. Von dem her lieber wenige Sachen, die sitzen, statt jetzt auf Krampf irgendwie 4, 5 Rotationen zu machen. Und ich sag mal, bei so einem Gerät hier habt ihr halt alles abgedeckt. Da wäre es ja total bescheuert, eine zweite Rotation zu machen, gegebenenfalls mit einer Übung, die weniger gut ist und weniger bringt, nur um eine zweite Rotation zu machen. Von dem her bleibe ich hier bei dem Gerät. Fürs Lat-Training macht da auch 2 Sätze, statt 2 verschiedene Übungen zu machen, um jetzt hier wirklich diese ganzen Vorteile abzudecken. Genau, unglaublich wichtig bei solchen Geräten ist, wie ihr rein und rauskommt. Ich merke das immer wieder bei Klienten, die ich im Personal Training habe, die schon fortgeschritten sind, wo der Bewegungsablauf während des Satzes schon einigermaßen stimmt. Es gibt immer was zu verbessern, aber so, wo im Großen und Ganzen erstmal die Grundlagen stehen. Wo ich aber immer wieder sehe, dass Leute Potenzial verschenken. Und das wird auch immer erstmal ersichtlich, als ich angefangen habe zu coachen und mir habe Videos schicken lassen von dem Training meiner Klienten, haben sie halt immer den Satz zusammengeschnitten und dann habe ich halt immer auch wirklich nur den Satz gesehen. Aber ich habe nie gesehen, wie sie rein oder rausgekommen sind in den Satz. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel man da falsch machen kann und wie viel euch das letztendlich auch an Potenzial kostet. Denn ihr habt schon gesehen, bevor ich in den Satz reingehe, verankere ich mich sozusagen schon in der richtigen Positionierung. Nicht, dass mir was abreißt beim Zeigen. Dass ihr nicht einfach das Gewicht runterzieht und dann erstmal anfangt, euch hier richtig zu vergraben und richtig zu positionieren und hin und her zu wanken. Und die ganze Zeit ist schon ein Zug auf dem Arm. Ihr macht Folgendes. Ihr geht schon mal in die Position, dass ihr nur noch reingleitet und nehmt den passiven Arm, um dementsprechend die Unterstützung zu bieten, gleich in die perfekte Position zu kommen. Heißt, wenn ich jetzt mit dem rechten Arm agiere, nehme ich den linken Arm
und schiebe das Gewicht komplett mit der Belastung von dem linken Arm runter. Auf dem rechten Arm ist noch gar keine Spannung, dass ich erst dann loslasse, wenn ich bereit bin und erst dann die Belastung auf diesen Arm übergeht. Zweite Sache ist, ich weiß ja schon, wie ich mit meinen Beinen ankommen will. Ich will das Knie hier relativ nah drunter positioniert haben und ich will das Bein ausstellen, dass ich die Möglichkeit habe, meinen Körper an die Seite zu shiften. Denn wenn ich beide Beine hier einfach nur geradere verankere und mich rüberlehne, habe ich nichts, was diese Ebene abdeckt und mich zur Seite fallen lässt. Wenn ich das Bein aber ausstelle, habe ich jetzt wieder die Möglichkeit, hier Zug aufzubauen und meinen Körper in diese Position zu drücken, wo ich die perfekte Positionierung erreichen würde. Heißt, ich weiß schon, mein Knie muss hier drunter sein und das Bein muss ausgestellt sein. Das heißt, ich mache mich hier fest, gehe schon mit dem Knie ran, gehe schon mit dem Bein zur Seite und lasse mich dann nur noch in die perfekte Position fallen. Ihr seht schon, jetzt kommt der Übergang, dass ich loslasse und dann bewege ich mich gar nicht mehr. Das heißt, ich mache jetzt hier nicht erstmal noch das und das und das und vergebe dann noch diese perfekte Position, sondern von Anfang an solltet ihr schauen, zack, und dann bin ich auch direkt in der Position loszulegen. Nicht nur im Latzug der Fall, sondern auch in allen anderen möglichen Geräten. Das dann irgendwie noch zum Beispiel bei der Hackenschmidt, dann wird das Gewicht rausgehoben, dann wird noch hin und her gelaufen oder mit den Füßen gespielt und so weiter. Alles Punkte, die euch letztendlich wieder Satzqualität kosten und wo es dann gerade im Verlauf, wenn ihr fortgeschritten seid, auch um solche Sachen geht, die zu verbessern. Am Anfang konzentriert sich immer eher so auf die Grundlagen und den Satz an sich, das ist doch erstmal wichtig. Aber im übertragenen Sinne, was glaubt ihr, wie sich das summiert, wenn ihr in jedem einzelnen Gerät sowas auf der Strecke lasst und dann auch gegebenenfalls Verletzungen riskiert, weil ihr da jedes Mal irgendwie dran zieht und ihr habt das Gewicht komplett auf den Arm und reißt da erstmal noch mit der Körperposition hin und her und so, das muss alles nicht sein. Von dem her, wie ihr in den Satz rein oder rauskommt, mindestens genauso wichtig wie der Satz selber. Lasst da nichts auf der Strecke und versucht einmal schon sozusagen den Gedanken zu spielen, wie kann ich mich denn im Vorfeld schon positionieren, um möglichst wenig Kraft zu verschenken, dann direkt im Satz anzukommen. Klimmzugmaschine ist mit Abstand meine Lieblingsübung für einen Zug in der Frontalebene. Das heißt Frontalebene, wo der Arm neben dem Körper ist, Sagittalebene eher in dieser Richtung. Sagittalebene haben wir gerade gehabt bei dem Citadel Pulldown, wo ich von vorne gezogen habe. Und jetzt hier, wie gesagt, eher mit dem Ellbogen außen, um dann auch schön in den Teresanteil oben reinzukommen. Klimmzugmaschine hat einfach den großen Vorteil, auch gegenüber Latziehen. Ihr habt genau den gleichen Zugwinkel, ihr habt aber mehr Stabilität, weil ihr dann dementsprechend hier durch das Polster und mit dem Oberkörper so ausgerichtet seid, dass ihr auch durchziehen könnt. Die Stange ist jetzt nicht im Weg irgendwie, dass ihr da sozusagen mit dem Kopf in die Quere kommt. Und ihr habt die zusätzliche Stabilität, dass ihr hier mit dem Körper drauf seid. Beim Latzug, ihr kennt das selber, ist das immer so ein Hin- und Hergeschaukelt, weil das Gewicht halt oben gelagert ist und ihr das Gewicht runterzieht und nicht euch an dem Gewicht hoch. Hier einfach nochmal wesentlich mehr Stabilität und das schreckt nicht davor zurück, die Klimmzugmaschine mal zu benutzen. Das ist kein Anfängergerät, ganz im Gegenteil, sondern eher für alle, die hier wirklich noch den Feinschliff machen wollen. Hier jetzt auch kein Aufwärmsatz wieder. Das Bewegungsmuster ist super ähnlich wie der Latzug, den ich gerade durchgeführt habe. Der Bereich ist ordentlich warm, die Maschine habe ich schon seit Ewigkeiten in der Rotation drin.
Und von dem her jetzt hier auch einen Satz direkt hinterhergehauen, um möglichst effizient zu bleiben. Weil gerade im Oberkörpertraining geht es natürlich auch wieder, sich nicht zu verzetteln. Ihr habt sehr viele Muskelgruppen, die ihr an einem Tag bearbeitet. Und wenn ihr da jetzt anfangt, überall unnötige Aufwärmsätze zu machen, Achtung, immer so viel aufwärmen wie nötig, aber auch mal wirklich zu evaluieren, welche sind wirklich nötig. Und wenn ihr jetzt anfangt, da unnötig viel Zeug zu machen, was ihr eigentlich gar nicht braucht, geht das halt irgendwann doch wieder in eine Richtung, wo das Training hinten raus zu lang wird. Und dann die Leute sagen, ja, Oberkörpertraining und so weiter, das dauert alles zu lange, da komme ich nicht mehr hinterher und so weiter. Es liegt meistens gar nicht daran, was ihr macht, sondern eher, wie ihr es macht. Und dann geht es wieder schlau durchzustrukturieren, Übungen zum Beispiel so zusammenzulegen, dass ihr die direkt hintereinander machen könnt. Überlegt, wie euer Studio aufgebaut ist. Ja, kann ich vielleicht das Gerät direkt nach dem Gerät durchführen, weil dann kann ich das in der Zwischenzeit zum Aufbauen. Wir gehen jetzt zum Beispiel als nächstes zur T-Bar rüber. Und die baue ich mir, wenn ich hier nicht lustige Videos drehe, zum Beispiel dann immer schon in der Satzpause auf, während ich den Pulldown mache, um einfach schon dafür zu sorgen, dass das ganze Equipment und so weiter da bereit liegt und ich dann direkt in den Satz reinspringen kann. Das geht natürlich nicht, wenn das Gerät irgendwie in einer anderen Halle vom Studio ist und so weiter. Und auch dahingehend gilt es dann, Trainingsplanung in die Praxis umzusetzen. Nicht nur, was ist in der Theorie schön und gut, sondern was funktioniert vor allen Dingen auch für euch, dass ihr mehr Effizienz rausholen könnt. Was früher der Gewichthebergürtel war, ist heute die Transportsicherung. Die kennt ihr jetzt mittlerweile schon. So ein wertvolles Tool, was ihr für ein paar Euro im Baumarkt oder bei Amazon kriegt. Ich kann euch mal unten was verlinken, was passen würde. Was euch einfach die Möglichkeit gibt, gerade Polster und solche Geschichten an eure Geräte anzubringen, um Gerätetuning zu betreiben. Ich mache ja nichts lieber, als das zu verändern. Ich freue mich immer über alle, die sich lustig drüber machen und die es dann doch irgendwie mal probiert haben und dann hinterher zugeben müssen, oh, es macht ja doch einen Unterschied. Also von dem her, probiert die ganzen Sachen mal aus. Ihr werdet überrascht sein, was ihr damit aus den Geräten noch rausholen könnt. Thema-Rudern geht jetzt hier los. Wir machen einen Aufwärmsatz. Und ihr seht, auch Videodrehen und Kopfhörer, das verträgt sich gar nicht gut. Da ist die Einstiegshilfe auch wieder Gold wert, weil ich so überhaupt die Möglichkeit erst hätte, meine Zughilfen festzumachen. Ansonsten müsste ich wieder das Ganze aus einer Position machen, die überhaupt nicht möglich für mich wäre. Bei der Thema natürlich unglaublich geil. Body Masters ist der Hersteller, steht glaube ich 2-3 Mal in Deutschland. Unglaublich geil, dass wir die hier haben. Die hat einen beweglichen Hebelarm und der sorgt dementsprechend dafür, dass ihr bei dem Zug hier nicht gezwungen seid, nach unten zu ziehen, wie bei den meisten Thema-Maschinen, sondern ihr wirklich sozusagen oben in den oberen Rücken und in den Trapez aktiv reinziehen könnt. Und das macht so einen wahnsinnigen Unterschied. Ich verstehe nicht, warum dieses eine zusätzliche Gelenk nicht in jeder Thema verbaut ist. Das würden die Geräte so viel besser machen. Ja, aber ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass sie hier am Start ist. Die Übung für den oberen Rücken, die weit am Ende meines Trainings kommt, weil der tendenziell besser entwickelt ist als die Lattanteile. Also ihr merkt schon von der Priorisierung. Auch im Rückentraining wird da nochmal abgestuft sozusagen, welche Übung als erstes kommt und welche danach. Hier wird jetzt auch ein Satz reichen, durch die ganze Vorbelastung, auch durch die anderen Rückenübungen. Der obere Rücken ist ja schon immer noch ein bisschen mit beteiligt. Und von dem her werden wir jetzt hier einen Satz Vollgas geben und dann geht es noch an die hintere Schulter. Thema Rudern, richtig ausgeführt. Immer noch die geilste Übung für den oberen Rücken. Nummer 1 Fehler, den ihr vermeiden solltet, ist in der falschen Ebene zu arbeiten. Ich habe natürlich jetzt hier den großen Vorteil, die Body Masters Thema zu haben. Die hat hier eine zusätzliche bewegliche Achse drin, die dazu führt, dass ich den Griff auch halt richtig schön nach oben ziehen kann, weil die meisten Thema-Geräte machen ja einen Bogenverlauf und ziehen den Griff nach unten. Und man sieht ganz, ganz oft, die Leute sind zu hoch positioniert, ziehen den Griff nach unten und sind dann eigentlich in der Bewegung, wo sie wieder den Lat trainieren. Um den oberen Rücken zu treffen, wollt ihr aber aus dieser Ebene in diese Ebene, dass ihr wirklich eure Schulter bzw. den oberen Rücken auf die Ebene bringt, wo auch der Griff ist. Wenn ihr hier dran vorbeizieht, seht ihr schon, ist hier ein Abstand von 3 Metern bis zum Gewicht. Wenn ich jetzt aber meinen Körper weiter unten positioniere und den Griff dementsprechend nach oben und meine Ellbogen auch ausstelle, bin ich in der Lage, das Gewicht wirklich auf die Ebene des oberen Rückens zu bringen und dann wirklich mit einer Übung,
Trapez, Rhomboideen, hintere Schulter, den kompletten oberen Rücken wirklich richtig effizient zu bearbeiten. Die Nummer 1 Übung, die immer schief geht und wo die Leute sich immer erschrecken, wie wenig Gewicht eigentlich möglich ist, wenn man das Ganze richtig ausführt. Achtet mal drauf, an welcher Ebene ihr da arbeitet. Filmt euch idealerweise mal von der Seite, damit ihr mal den Abstand seht sozusagen zwischen der Schulter und dem Gewicht, wo es letztendlich ankommt. Der Punkt in der Kontraktion ist wichtig, weil rausheben, da seid ihr in der Ebene, aber die meisten T-Ball-Geräte ziehen euch dann runter und dann ist der Abstand einfach zu groß und sorgt dafür, dass ihr an den richtigen Zielbereichen vorbei arbeitet. Ansonsten noch wichtig, wenn ihr nicht den passenden Winkel in eurer T-Bar habt, was so ziemlich keine T-Bar bietet, dann seid euch nicht zu schade, hier auch wieder zu optimieren. Denn ihr wisst, wie es ist. Was früher der Gewichthebergürtel war, eines Bodybuilders, ist heute die Transportsicherung. Ich packe euch mal unten einen Link in die Beschreibung zu einem vernünftigen Produkt, kriegt ihr aber auch für ein paar Euro in jedem Baumarkt und sorgt einfach dafür, dass ihr hier Gerätetuning auf höchstem Level machen könnt, weil wirklich Polster oder noch zusätzliche Materialien irgendwie an die Geräte anzubringen, um zum Beispiel hier den Zugwinkel zu verändern. Ihr seht schon, ich bringe meinen Oberkörper mehr nach oben, sorge aber dafür, dass die Hüfte weiterhin unten bleibt und deswegen ist hier diese Schräglage durch die Erdmatte entstanden, was ich nochmal verstärke, indem ich hier eine Scheibe drunter mache, weil damit das obere Ende noch mehr nach oben kommt sozusagen. Guck mal von der Seite gesehen, wenn ich mich jetzt hier rauflege, ist mein Oberkörper halt aufgerichtet. Wenn ich das Ganze jetzt wieder runternehmen würde, dann würde mein Körper nicht mehr in dieser Position sein, sondern ich wäre in dieser Position. Hiermit, durch den Zugverlauf, dass das Gerät ja eher nach unten läuft, würde ich dann wieder mehr in diesen Verlauf arbeiten und würde gar nicht hier reinkommen. Wenn ich mich jetzt aber aufrichte, seht ihr schon, was passiert. Ich gehe genau in diesen Verlauf und bin dann in der Möglichkeit, durch die Aufrichtung des Oberkörpers wirklich in den oberen Rücken zu arbeiten. Leute, Höchstleistung hier heute. Erklären, trainieren und das alles bei mittlerweile 130 Kilo Körpergewicht. Die Offseason ist auf jeden Fall in vollen Gange, sage ich euch. Auch gewichtstechnisch hier, es geht gut voran. Fortschritt gerade in jeder Einheit, macht richtig Spaß das Training gerade, weil ich halt vor allen Dingen jetzt auch Parameter gefunden habe, die perfekt auf mich, auf die jetzige Situation eingestellt sind. Blöd ist nur, das verändert sich, das bleibt nicht für immer so. Da geht es dann halt immer anzupassen und wenn sich irgendwas in eurer Regenerationskapazität ändert, im Training die richtigen Schritte draus zu ziehen, aber momentan läuft's und das nehmen wir natürlich gerne mit. Freunde, schaut mal, wen ich hier habe. Hoher Besuch hier heute in Hamburg. Du hast schon wieder nicht Bescheid gesagt, dass du vorbeikommst. Ja, das war eine ziemlich spontane Entscheidung. Ja. War eigentlich was anderes geplant, aber ich bin hier geblieben in Hamburg. Das Ziel war woanders, also hier zu landen und weiterzugehen, aber ich bin doch hier geblieben. Und wenn ich in Hamburg bin, trainiere ich in den Invictus Gym. Freue mich, dich wieder zu sehen. Ja, Mann. Ja. Nächstes Mal, siehst du, wir hätten heute eigentlich zusammen trainieren können, aber nächstes Mal bist du fertig. Auf jeden Fall, ne? Beide, ne? Haben wir gesagt, beide. Wie sieht's aus bei dir? Wie läuft's? Läuft ganz gut. Ich habe jetzt vor 3 Wochen bei uns in der Schweiz Swiss Cup erledigt, gewonnen, Gesamtsieg geholt. Cool. Und ist das ein NPC-Wettkampf auch? Das ist NPC, Also ich muss regional. Jetzt habe ich Quali auf die Pro Qualifier. In 7 Wochen findet M-Pro statt. Da bin ich dort. Jetzt habe ich ja wahrscheinlich ziemlich meine Geheimnisse so enthüllt. Ne? Ja. Aber es ist auch richtig so. Genau. 7 Wochen ist aber eine lange Zeit, ne? Weiß ich nicht. Also ich muss, weißt du, ich habe bei der Vorbereitung auf Swiss Cup, ich habe aus 10 Wochen Prep, ich habe 4 Wochen fast, also ich bin krank geworden und 4 Wochen war bei mir zack weg. Ne? Verdammt. Also das stimmt für 40% der Vorbereitung. Und dann, ich musste entscheiden, mache ich jetzt weiter oder gehe ich Aufbau nach der Erkrankung. Und es war noch 4 Wochen bis zum Wettkampf, Swiss Cup, und dann dachte ich, okay, 4 Wochen, ich kriege einigermaßen gute Form, gewonnen, und jetzt habe ich für ein ganzes Jahr, so wie gesagt, frei. Also ich kann das ganze Jahr Pro Qualifier teilnehmen. Ja. Brauchst du aber gar nicht. Nimmst einen mit und dann ist gut. Ich hoffe. Willst du uns zeigen, wie du aussiehst? Ja, nach dem Training gerne. Nach dem Training, ja. Komm, du siehst jetzt auch schon gut aus. Ja, meinst du? Ja, klar, lass uns aber drauf schauen.
Komm, jetzt machen wir noch einen Vergleich. Ganz liebe Grüße an Max sagen, der ist in Thailand, glaube ich. Ne? Und vielen lieben Dank nochmal, dass ich hier trainieren darf. Hier ist es echt geile Atmosphäre. Ich gehe rein, 2 Profis neben mir. Ich hoffe, ich bekomme irgendwann auch Pro-Card. Nur eine Frage der Zeit, immer. Nur eine Frage der Zeit. Und dann stehen wir alle zusammen auf der Bühne. Jetzt geht's los, Dennis. Rücken, let's go. Danke. Danke, mein Lieber. Dennis, willst du noch ein paar Worte sagen, was bei dir gerade los ist? Das ist das Geile an Invictus, Freunde. Was hier, man braucht sich gar nicht wegbewegen, alle sind hier. In dem Sinne, wie läuft es bei dir? Du hast ja gerade deinen Saisonstart hingelegt. Genau, ja. Jetzt sind wir 2,5 Wochen vor New York. Ja. New York Pro. Genau 2 Wochen noch, 2,5 Wochen. Februar war der erste Wettkampf. Ja. Und sind jetzt ein bisschen hochgegangen mit Carbs. Bin jetzt auch 2 Wochen vorher nicht mehr so trocken, wie ich vorher war. Einfach um aufzubauen. Ja? Also ich baue momentan höllisch auf. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich mich auch genug Mobility mache und dehnen, weil ich merke, dass es richtig wehtut in den Muskeln. Ja? Deine Fülle ist auch brutal. Also Und wirklich, ja, also ich fühle mich auch echt gut. Ja. Und ich fühle mich, muss ich sagen, nicht auf Prep. Also mir geht es richtig gut. Dann hast du alles richtig gemacht. Auch mit dem ersten Wettkampf vielleicht genau richtig gewesen. Und jetzt halt wieder sozusagen den Schritt in die andere Richtung zu gehen. Ja. Mal von der Strategie her, warst du zufrieden mit deiner Leistung bei der FIBO? Ist alles gut gelaufen? Mit meiner Leistung nicht. Genau. Der Pump ist schon immer. Der geht immer weiter runter. So. Wenn ihr nichts mehr hört, dann liegt es am Punkt, Leute. Nee, mit meiner Leistung war ich nicht zufrieden, aber mit dem Paket ja. Ja. Genau. Das ist das Wichtigste. Genau. Und jetzt kann es weitergehen. Geil, ich drück den Daumen für New York. Ich war ja gerade erst da, unglaubliche Stadt. Warst du schon mal dort? Nee, noch gar nicht. Oh, plan am besten noch 2, 3 Tage ein, dass du auch was machen kannst. So. Und Food Content. Das habe ich mir hoch auf die Fahne gesetzt. Ja. Lass uns vorher nochmal quatschen. Ich gebe dir ein paar Tipps. Unglaubliche Stadt, wirklich von vorne bis hinten. Ja. Sehr gerne. Ja. Danke, mein Lieber. Ich habe zu danken. Wir wollen dich gar nicht weiter stören beim Training. Jawohl. Nimm einmal das Mikro ab. Zack. So machen wir das. Freunde. Ja, Leute, und in dem Sinne ist das jetzt hier auch das Outro. Ihr seht schon, besser hätte es nicht laufen können. Gleich noch Dima und Dennis vor die Kamera bekommen, um hier ein kleines Update zu kriegen. Die beiden Jungs sind voll in der Wettkampfvorbereitung. Ich bin voll am Fressen. Bin selber gespannt auf die Aufnahme, wie ich hier aussehe. Aber das war es jetzt erstmal mit meinem Oberkörpertraining. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ihr macht ordentlich Alarm in den Kommentaren, damit das Video hier auch durch die Decke geht. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.